Auf diesem alten Holz will Jonas Buchholz Wellen reiten. Surfen auf dem Rhein. Weil Holz für mich einer der tollsten Werkstoffe ist, die es gibt. Man kann im Prinzip alles draus bauen und das fasziniert mich. Deshalb baut der Schreiner Surfboards aus Holz. Möglichst nachhaltig und besonders langlebig. In seiner Werkstatt in Ettlingen bei Karlsruhe versucht Jonas Buchholz, kein Holz wegzuwerfen, das er noch verwenden kann. Für sein Surfboard sucht er sich deshalb Holz aus, das schon fast 50 Jahre alt ist. Es ist Mahagoniholz, das mal schon ein Leben hatte von einem Balkon als Verkleidung. Das ist einfach sehr edles Holz, gibt eine sehr schöne Optik. 2 Boards hat er daraus schon gebaut. Mit diesem dritten Surfbrett wird die alte Balkonverkleidung dann aufgebraucht sein. Wenn das Holz nicht verfault ist, kann ich es immer wieder verwenden und immer weiter verarbeiten. Und vielleicht muss ich mal das ein oder andere Loch umgehen, aber man kann es weiter veredeln, sage ich mal. Und das nach so langen Jahrzehnten ist eigentlich ja, echte Kreislaufwirtschaft. 2,90 Meter ist das fertige Surfboard später lang. Ein sogenanntes Longboard. Damit kann auch ein ganz besonderes Surfmanöver gelingen. Doch erstmal schneidet der Schreiner das Mahagoni zu. 4 Stück dieser 5 Meter langen Bretter braucht er, um daraus Deck und Boden, sozusagen die Außenhülle des Surfboards, zu machen. Und dafür muss natürlich auch der alte Lack ab. Ich schaue mir an, wie krumm das Holz ist und entsprechend auf der Seite fange ich an zu hobeln. Seit 2010 baut Jonas Buchholz Surfboards und verbindet so 2 seiner Leidenschaften. Ich kam zum Surfen und zum Schreinern mehr oder weniger gleichzeitig. Also bevor ich die Lehre angefangen habe, habe ich das erste Mal auf dem Surfbrett gestanden. Und dann hat es mich gepackt, weil das ist so beim Surfboard, wenn es dich packt, dann kommst du nicht mehr weg davon. War einfach das Gefühl auf der Welle. Es ist vielleicht so ein bisschen wie Fliegen, wie Schweben. Man fühlt sich schwerelos. Ich schaue jetzt, ob die Löcher mir im Weg kommen. Wir brauchen 86 mm. Also die stören uns nicht, kommen an den Löchern vorbei. Ein Loch will ich drin haben. Man soll ja sehen, dass es recyceltes Holz ist. Die werde ich nachher ausgießen mit Epoxidharz und da merkt man nichts von den Löchern, außer dass es optisch vielleicht schön aussieht. Der Vorteil von so altem, abgelagerten Holz, sagt der Schreiner auch, ist, dass es weniger arbeitet. Also man hat keine Spannung mehr im Holz drin. Wenn ich das Holz aufsäge, bleibt es auch so, wie ich säge und es verzieht sich nicht mehr. Und das ist natürlich ja, wie ein homogener Werkstoff dann. Das ist wunderbar zu verarbeiten und man erhält damit bessere Ergebnisse wie jetzt mit frischem Holz. Die Leisten sind nur noch 6 Millimeter dick. Genau richtig zum Weiterverarbeiten. Ein bisschen frisches Holz braucht Jonas Buchholz aber doch. Denn dünne Ahornstreifen sollen zusammen mit dem Mahagoni für einen edlen Look sorgen. Das fertige Surfboard ähnelt dann den luxuriösen italienischen Motorbooten namens Riva. Mal schauen, dass wir hier ein schönes symmetrisches Bild hinbekommen. Ich gucke jetzt nach den Löchern.
dass die ungefähr auf gleicher Höhe sind. Und ich schaue auf die Maße rum, weil das natürlich hier mit dem recycelten Holz ein bisschen schwierig ist. Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Und ja, muss man vielleicht hier und da mal einen Kompromiss eingehen. Surfen hat eine jahrhundertelange Tradition und seinen Ursprung in der Südsee. Früher waren Surfbretter kleinere Baumstämme oder hölzerne Planken. Vor etwa 100 Jahren wurde dann das erste hohle Surfbrett gebaut. Und auch Jonas Buchholz baut heute ein solches hohles Brett. Wenn ihm die Optik gefällt, verleimt er Mahagoni und Ahorn. Es wird mit PU-Leim verleimt. Er ist sehr wasserfest und er schäumt ein bisschen auf. Und sollte mal eine Fuge nicht ganz perfekt sind, schließt er die. Und später kommt kein Wasser ins Brett. Man merkt heute, dass es regnet. Oder härtet mit Feuchtigkeit aus, der Leim. Und da verändert hier hinten schon die Farbe. Das heißt, Verleimen ist immer ein bisschen Stress. Jetzt heißt es also schnell sein, damit die Leisten auch optimal zusammenhalten. Bis der Leim dann so richtig trocken ist, dauert es etwa 1,5 Stunden. Die Trocknungszeit kann Jonas Buchholz für ein weiteres Teil seines Boards nutzen, das Innenleben. Denn in die Mitte, zwischen die beiden Bretter, kommt eine Art Gerippe aus 14 Einzelteilen. Um die zuzuschneiden, hat sich der Schreiner Schablonen angefertigt, die er immer wieder verwenden kann. Für das Gerippe benutzt der Schreiner ein Holz, das sich besonders gut für Surfboards eignet. Paulownia oder auch Blauglockenbaum. Weil das sehr leicht ist und ja, sehr flexibel. Man sagt auch, dass das Aluminium der Hölzer extrem schnell wachsen. Das ist eigentlich der schnellst wachsendste Baum, der hier auf der Erde wächst. Von dem habe ich letztes Jahr eine eingepflanzt und die ist im ersten Jahr gleich 5 Meter hochgeschossen. Also fantastisches Holz für Surfbretter. Außerdem nimmt Paulownia kaum wieder Feuchtigkeit auf, wenn es erst einmal getrocknet ist. Doch vor allem wegen seiner Leichtigkeit ist das Holz so gut geeignet für das Innenleben des Surfboards. Am Ende wird das ganze Brett nur 13,5 Kilo wiegen. Durch die Löcher im Gerippe kann die Luft später besser zirkulieren und es spart 200 Gramm und jedes Gramm zählt. Wenn man ein Holzbrett bauen will und es soll leicht sein, dann kommt man ums Gerippe nicht drum rum. Weil nichts ist leichter als Luft in dem Moment. Ne? Massives Holz wäre so schwer, da würde das Brett wahrscheinlich aus Mahagoni und Ahorn sicher 70 Kilo wiegen. Und das will natürlich kein Mensch zum Strand tragen. Schon gar nicht mehr nach dem Surfen wieder zu den Strand hoch. Wenn das Gerippe zusammengesteckt und verleimt ist, kommt ein wichtiges Arbeitsgerät zum Einsatz: die Bordpresse. Hier werden nacheinander Deck, Boden und Gerippe zusammengeleimt und unter Druck in die richtige Form gepresst. Bei der Vorbereitung ist Jonas Buchholz besonders sorgfältig. Ich stelle jetzt die Presse aufs Gerippe ein. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass es ziemlich genau anliegen muss. Das heißt, wenn ich hier einmal zu viel drehe, kann sein, dass das Brett sich verzieht und dann haben wir krummes Brett. Und deswegen muss das alles mit sehr viel Gefühl eingestellt werden. Mal ein bisschen zu hoch und das ganze Brett ist nachher verzogen.
Bevor er Deck- und Bodenbrett weiterverarbeitet, muss er sie nochmal abrichten und grob zuschneiden. Was er hier wegschneidet, versucht der Schreiner zum Beispiel zu Finnen weiter zu verarbeiten. Die Bordpresse hat er sich natürlich selbst konstruiert und gebaut. Ganz so, wie er es braucht. So einiges an Gehirnschmalz stecke in dieser Konstruktion, sagt er. Wieder benutzt Jonas Buchholz den aufschäumenden PU-Leim fürs Zusammenleimen von Gerippe und Surfbrettboden. Die Folien sollen alle Teile schützen, wenn sie mit Hilfe von Querverstrebungen aufeinander gepresst werden. Durch den Druck kriegen die ersten Teile des Surfbretts ihre notwendigen Rundungen. Die Bordpresse habe ich deshalb so gern bei hohlen Brettern, weil man sehr dosiert arbeiten kann mit dem Druck und man hat auch Zeit und es gibt keinen Moment, wo dann alles auf einmal der ganze Druck kommt, sondern es ist langsam gefühlvoll. Man kann hier und da noch an der Schraube drehen und den Druck verändern und die Form hat man besser im Blick. Jedes Brett ist ein Unikat und kann individuell nach den Wünschen der Kunden und Kundinnen gefertigt werden, je nach Erfahrung oder welche Eigenschaften das Brett beim Surfen haben soll. Die Nase zum Beispiel, also der vordere Teil, beeinflusst Auftrieb und Wendigkeit des Brettes. Bei diesem Surfboard will Jonas Buchholz sogar vorne auf der Nase surfen, das sogenannte Nose Riding. Für dieses Surfmanöver hat er das Brett konstruiert. Für mehr Stabilität verstärkt er den vorderen und den hinteren Teil. Da ist in jedem Brett eigentlich Tüftelei drin. Ja, weil ich auch vielleicht einen anderen Surfstil haben möchte. Es ist kürzer, es ist breiter, das Brett, dann muss die Form anders sein. Es ist immer Tüftelei dabei. Und viel Vorstellungskraft kombiniert mit ja, Technik und Verständnis, Handwerk. Wenn man ganz genau hinhört, hört man auch, wie er blubbert. Sprudelt jetzt richtig raus und macht alle Fugen dicht. Der Gedanke hinter den Holzbrettern ist eigentlich so ein bisschen näher an der Natur dran zu sein. Ist auch eine Faszination, einfach pures Holz zu surfen und ja, man fühlt sich damit voll im Element Wasser drin und absolut im Moment, was ja auch essentiell ist beim Surfen. Man geht ins Wasser und der Kopf ist aus eigentlich. Man denkt nur an das, was als nächstes kommt, auf die nächste Welle. Nach 1,5 Stunden Trocknungszeit ein erster Blick aufs Zwischenergebnis. Sieht gut aus. Hat die Form, die es in der Presse bekommen sollte. Ja, es wird immer mehr zum Surfbrett und ja, das ist immer ein spannender Moment für mich, weil ich sehe, hat alles funktioniert, wie ich will, sind die Kurven so, wie sie sein sollen und das sieht danach aus. Bevor das Deck verleimt wird, füllt er die noch offenen Löcher im recycelten Mahagoni mit Epoxidharz aus.
Und dann sieht es schon fast aus wie ein funktionstüchtiges Surfboard, das trotzdem noch lange nicht fertig ist. Hier hinten soll das Brett nach oben geformt werden, damit es später gut in der Welle liegt. Zwei Stunden lang trocknet der Leim. Und dann wird es knifflig. Die Außenkanten, die sogenannten Rails, müssen ans Brett. Pro Seite werden 8 Ahornleisten angeleimt, mit Unterstützung von Schreinerkollege Jürgen. Zwar sind die Leisten nur 3 mm dick, sie aber in die richtige Rundung zu biegen, ist trotzdem gar nicht so leicht. Mühe, die sich auszahlt. Die klassische Bauweise mit PU-Schaum und Polyesterharz ist doch anfälliger für Schäden oder Durchbrechen. Und so ein Holzbrett, das dürfte nicht durchbrechen, weil es so stabil ist. Und dann hat man eine längere Zeit auf dem Brett verbracht und kennt das Brett irgendwann ja, wie so ein gutes altes Fahrrad. Man steigt auf und weiß genau, was es tut und wie man es bewegen muss im Wasser. Die Folie wird zu einem Vakuumsack zusammengeklebt. Ein Verfahren, das auch beim Furnieren angewendet werden kann. Die Luft wird jetzt aus dem Sack rausgezogen und dann haben wir im Prinzip den Atmosphärendruck hier auf jedem Punkt auf dem Brett. Das heißt, die Leisten bekommen ihren Druck, den sie zum Leimen brauchen und die Kurven legen sich hier an, wenn man da ein bisschen unterstützt noch. Jetzt zieht der Sack das gut rein. Dann beginnt die eigentliche Surfbrettarbeit, das Shapen, also das endgültige Formen des Brettes. Dafür gibt es einen extra Raum mit speziellem Streiflicht. Die Konturen sieht man hier extrem gut durch die spezielle Beleuchtung. Wenn ich jetzt hier den Winkel drauf lege, sieht man hier die konvexe Form und ab hier beginnt es in der Mitte konkav zu werden. Also hier ist Luft unten drunter, führt dazu, dass das Wasser hier zur Mitte vom Brett strömt und einen Auftrieb erzeugt. Genauso beim nächsten Arbeitsschritt. Wenn ich hier die Phasen anhobel, sehe ich hier genau die Linie, ob die gerade ist oder nicht. Wenn man jetzt längs am Brett schaut, sieht man, was so umkippt, wie der Schatten fällt. Und sämtliche Dellen, Beulen und so weiter sind erkennbar. Wenn alle Überstände weggesägt sind, hobelt Jonas Buchholz los. Zuerst mit dem Elektrohobel. Immer mit der nötigen Sorgfalt, es soll ja nicht zu viel wegkommen. Damit keine Risse entstehen, achtet er genau auf den Verlauf der Holzfaser. Dafür nimmt er einen japanischen Zughobel, der wegen seines dickeren Messers erschütterungsfrei läuft. Ja, die größte Herausforderung ist eigentlich immer, alle Kurven zueinander zu bringen. Dass jede Kurve perfekt zur anderen passt, das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Und ja, vom Bauen her ist der Hauptteil ist das Shapen an sich, wo viel schief gehen kann. Rund 4 Stunden dauert das Shapen des ganzen Brettes.
Bei diesem speziellen Hobel aus den USA kann der Schreiner, während er ihn benutzt, genau regulieren, wie viel Holz er wegnimmt. Bloß nicht zu viel. Ja, es ist ein Millimeter genaues Augenmaß, würde ich sagen. Das beschreibt es ganz gut. Also das Wichtigste beim Auge eines Shapers ist eigentlich, dass er das Gefühl für die Form hat und die Kurven sieht, die in dem Brett drinstecken und dass die eben alle eine konstante Kurve sind und keine Wellenlinien drin sind. Das muss einfach eine saubere Linie geben und dann kommt auch ein gutes Ergebnis dabei raus. So, vor dem letzten Schliff mache ich noch mal ein bisschen Wasser drauf, damit sich die Holzfasern aufstellen können. Und dann wird das Brett nach dem letzten Schliff noch mal ein bisschen glatter. Als nächstes kommt jetzt die Glasfaser drauf und wir machen das ganze Brett wasserdicht damit. Und ist natürlich für die Stabilität auch nochmal von großem Vorteil, nicht allein aufs Holz zu vertrauen, aber das Brett ist an sich dann so stabil, dass es viele Jahrzehnte überleben kann. Die Glasfaser wird mit 2 Schichten Epoxidharz getränkt. Ein in Kalifornien speziell für Surfbretter entwickeltes Harz. Dadurch wird das Brett aber noch mal schwerer. Ich kann es ja so ein bisschen steuern. Ich versuche mit minimaler Harzmenge auszukommen. Aber wir brauchen auch eine gewisse Menge an Harz, um das Gewebe genau und richtig zu tränken. Ganz ohne künstliche Materialien kommt der Schreiner also nicht aus. Durch ihre Langlebigkeit sind die Holzbretter trotzdem nachhaltiger als Kunststoffbretter. Holzbretter sind ja nicht so verbreitet. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist aber schon auch ein bisschen im Kommen. Und weitere natürliche Materialien kommen jetzt in den Surfbrettbau, zum Beispiel Leinen oder Hanfgewebe. Diverse Ökoharze sind in der Entwicklung oder halt Harze, die aus natürlichen Ressourcen kommen. Ja, gefällt mir sehr gut. Holz kommt super raus. Hat sich gelohnt, die ganze Mühe. Jetzt muss ich nur drauf schauen, dass es schön gleichmäßig verteilt ist. Das kribbelt immer schon beim Machen. Sobald es irgendwie ein bisschen nach Surfbrett aussieht und man die Form erkennen kann, werde ich unruhig und will sofort aufs Wasser. 300 Gramm Harz auf jeder Seite sind schon drauf. Für mehr Stabilität braucht es aber noch eine zweite Schicht. So, jetzt kommt der Hotcoat drauf. Das ist, um die Glasfaser zu schützen, wenn ich jetzt den nächsten Arbeitsschritt schleife. Um das Harz richtig gleich zu verteilen, streiche ich einmal längs, zweimal also kreuzweise quer drüber und ganz zum Schluss nochmal längs und dann habe ich das Harz ziemlich gleichmäßig auf dem ganzen Brett verteilt. Und das Verteilen ist eben bis zu dem Zeitpunkt
geschehen sein, bevor das Harz anzieht. Und dann habe ich eine richtig schöne glatte Schicht. Und das macht den Schleifvorgang wesentlich einfacher. Das sieht zwar jetzt glatt aus und schön glänzend, aber es ist noch nicht 100% glatt. Wenn man genau auf die Oberfläche guckt, hat man hier und da nochmal einen Staubpartikel drauf. Das kann man mit sehr großem Aufwand vermeiden und danach wäre es trotzdem noch nicht 100% glatt. Durch Schleifen jetzt eben dann 100%ig glatt. Vor dem letzten Schliff bohrt Jonas Buchholz die glatte Oberfläche nochmal auf. Ein ganz entscheidendes Teil fehlt nämlich noch. Ein sehr wichtiges Element in dem Brett, das ist eine Art Lüftungsventil. Da drin ist eine Membran, die einen Austausch von Luft und Feuchtigkeit aus dem Brett heraus erlaubt. An dem kleinen Plastikteil wird auch die Leash befestigt, eine Leine, damit der Surfer sein Board nicht im Wasser verliert. So, jetzt setzen wir noch den Leash-Plug ein mit der magischen Membran. Die kann Dinge, die andere Sachen nicht können. Also Luft rauslassen, ohne dass Wasser reinkommt. Ohne ein solches Lüftungsventil könnte das Brett ganz schnell kaputt gehen. Wenn das Brett zum Beispiel in der Sonne liegt, erwärmt sich die Luft im Brett, baut dann einen gewissen Druck auf und der muss aus dem Brett raus, sonst kann es dazu führen, dass die Verleimung aufgeht und das Deck sich zum Beispiel auflöst oder ablöst vom Gerippe. Deswegen ist das enorm wichtig. Und dann endlich der letzte Schliff, bevor das Surfbrett aus Holz ins Wasser kann. Das wird hoffentlich das tun, was in meinem Kopf war, als ich das Brett entworfen habe. Es soll durch die konvexe Form hinten sich an die Welle ansaugen und das Brett an der Spitze leicht anheben, dass ich, wenn ich auf der Spitze stehe, entspannt die Welle absurfen kann. Surfen wird Jonas Buchholz auf dem Rhein, auf der Welle hinter einem Motorsportboot. Damit er gut auf seinem Brett stehen kann und nicht abrutscht, wird die obere Seite eingewachst. Das ist immer was ganz Besonderes, wenn man ein neues Brett hat und es dann einwachsen kann. Allein weil das Wachs so gut riecht und das ist so der letzte Schritt, bevor es dann endlich losgeht ins Wasser und ja, großer Teil der Vorfreude. Das erste Mal surfen mit einem neuen Board. Ein bisschen dran gewöhnen muss er sich noch, aber das Nose-Riden, das will er trotzdem gleich ausprobieren. Das Besondere am Nose-Riden für mich ist eigentlich das Gefühl, dass du einfach nur auf dem Wasser stehst. Also du siehst kein Brett mehr vor dir, du hast nur die Welle im Blick und das ist ein echt tolles Gefühl. Das ist ein Moment, wo die Zeit manchmal stehen bleiben kann, weil sich alle Kräfte in der Welle mit dem Brett harmonieren und so ausgleichen, dass man ganz gemütlich vorne auf der Nase stehen kann. Ein Gefühl, für das sich über eine Woche Arbeit definitiv gelohnt hat. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.